getting what they needed in terms of nourishment and sex and all the other important things, and were very good at getting rid of or protecting themselves against things that would threaten their survival. Also unsere Urahnen in der afrikanischen Savanne waren ziemlich gut damit, das zu kriegen, was sie haben wollten, ob Nahrung, Sex oder so. Something lost. That's okay, and then and also very proficient at getting rid of the things that stood in the way of their survival. Und sie waren auch sehr effektiv darin, die Dinge loszuwerden, die ihnen sozusagen im Weg standen, um das zu kriegen, was sie haben wollten. At the same time, the people who survived were those who had strong sense of self, strong sense of I, strong sense of mine, my tribe, my family, my clan, or whatever. They're the ones who got to pass on their genetic materials to the next generation. Und diejenigen, die überlebten, waren diejenigen, die ein sehr starkes Selbstgefühl hatten, Selbstgefühl für sich, für ihren Stamm, für ihre Umgebung, und waren diejenigen, die auch ihr genetisches Material fortzupflanzen in der Lage waren an die nächste Generation. But the spiritual tribe member on the African savannah who preferred to contemplate the flowers and to generate loving kindness to elephants, he's probably the one who doesn't get to survive to pass on his genetic material. Aber der spirituelle Angehörige in der afrikanischen Savanne, der es vorzog, also einfach da zu sitzen, zu kontemplieren und liebevolle Güte für die Elefanten zu entwickeln, war wahrscheinlich derjenige, dem es nicht gelungen ist, sein genetisches Material weiterzugeben in die nächsten Generationen. So, as we know from biology, we are the inheritors of those who had the genes that enable them to survive. Also, wie ihr wahrscheinlich aus der Biologie wisst, sind wir die Erben derer, denen es gelungen war, ihre Gene weiterzugeben und in diesem Sinne zu überleben. So, as many people have said, we are highly civilized and cultured people living in these big, complicated cities with the internet and so on, but we have the biology of hunter-gatherers on the African savannah. That hasn't changed. Also, wie gesagt wurde, sind wir mit all unserer Lebensbedingungen, Internet und so weiter hochgradig zivilisiert, kultiviert und so weiter, aber wir haben weiterhin die Biologie, meint er, der Jäger und Sammler der afrikanischen Savanne. Yeah, exactly. Why did everyone laugh? Because it just sort of included a little, that's what you think. Oh, that's what I think. Fair enough. That is what I think, is what I've read. I don't really know, to be honest. But what this, see, to me this is important because I find that account of the three fires, the three poisons, the kleshas, much more compelling than the idea that the kleshas we've inherited from beginningless past lifetimes, and they've got born along with our minds, and they've got nothing to do with our bodies, basically. Also das ist mir aus dem Grund wichtig, weil ich diese Idee der Kleshas als gewissermaßen biologisch verankert viel ansprechender und zutreffender finde, als die Idee, dass die Kleshas gewissermaßen weitergegeben werden über viele, viele Lebenszeiten hinweg und irgendwie über all diese Lebenszeiten in uns landen. And so although traditional Buddhism, particularly early Buddhism, Theravada Buddhism, suggests that the Arhat, the saint, the enlightened person, has eliminated, has completely got rid of attraction, aversion, egoism, that these have been wiped out. That's very difficult, I think, to understand. Also der traditionelle Buddhismus, insbesondere Theravada, behauptet, dass beispielsweise der Arhat, also der erwachte Mensch, dass ihm gelungen ist, vollständig zu beseitigen, die Kleshas, die grundlegenden Tendenzen zu Gier, Hass und Verblendung, und ich finde es sehr, sehr schwierig, mir das vorzustellen oder das zu glauben. In terms of neuroscience, this would require that such a person had some sort of lobotomy. Lobotomy, a bit of brain taken out. Also
Im Sinne der Neurowissenschaft würde dies nahelegen, dass ein solcher Mensch irgendeine Art von Lobotomie sozusagen sich hat unterziehen müssen oder erlebt hat. Now, I think Buddhist tradition actually recognizes this. Buddhist tradition recognizes this. Und ich glaube, dass die buddhistische Überlieferung dies auch anerkennt. We can see this in different areas. We can see it in all of these passages where the Buddha is depicted in dialogue with Mara. Wir können das an verschiedenen Stellen sehen, insbesondere in den Passagen, in denen der Buddha dargestellt wird, wie er im Gespräch mit Mara sich befindet. Mara is, loosely speaking, something like the demonic or the devil. Mara ist lose gesagt oder so etwas wie das Dämonische oder der Teufel. But Mara is understood as greed and hatred and delusion, egoism, all of these things that rise up. Mara wird verstanden als Gier, Hass, Verblendung und all diese Dinge, die so entstehen. And in the tradition, on the night of the Buddha's awakening, he conquered the armies of Mara. Und der Tradition zufolge besiegte der Buddha in der Nacht seines Erwachens die Armeen von Mara. But when we look in the suttas, the discourses, we find that nearly all of the dialogues between the Buddha and Mara occur after the enlightenment. Wenn wir aber in den Suttas nachschauen, dann stellen wir fest, dass dort praktisch sämtliche Dialoge zwischen dem Buddha und Mara nach seinem Erwachen. So although the Buddha has conquered Mara, Mara is still very much around. Also obwohl der Buddha Mara überwunden oder besiegt hat, ist Mara noch immer da. In fact, the last encounter with Mara occurs about 3 months before the Buddha's death. Die letzte Begegnung mit Mara geschieht in der Tat ungefähr 3 Monate vor dem Tod des Buddha. Now again, traditionally, Buddhists would have taken this literally, that Mara is some sort of demon who comes down from some other realm, interacts with the Buddha and then goes off again. Traditionell nahmen die Überlieferungen das wörtlich oder buchstäblich, dass Mara jemand war, eine Person gewissermaßen, die da war und hin und wieder auftrat und dann wieder ging. But I think for us today we would tend to read this symbolically. This is a way of talking about the Buddha's own inner experience. Aber heute würden wir wahrscheinlich eher dazu neigen, die symbolisch zu nehmen, als eine Art, über die innere Erfahrung des Buddha zu sprechen. For me, Mara is a way of talking about the Buddha's conflicted humanity. Für mich ist Mara eine Art, wie darüber gesprochen wird, wie über die konflikthafte Menschlichkeit des Buddha gesprochen wird. So in other words, on becoming the Buddha didn't stop having these greed and hatred and so on arising in his mind. Also der Buddha ist nicht jemand, in dem gewissermaßen Gier, Hass und Verblendung aufgehört haben, auch zu entstehen. The Buddha has conquered Mara, not because he's got rid of these things. Der Buddha hat Mara überwunden, nicht etwa weil er diese Dinge losgeworden ist, but because these things, he's found a way of being with these things he's found a way of being with these things whereby they don't have any power over him anymore. Sondern er hatte einen Weg gefunden, mit diesen Erfahrungen, mit diesen Dingen zu sein, in einer solchen Weise, dass sie keine Macht mehr über ihn gewinnen konnten. And there's some beautiful imagery in some of the early Pali texts that describe this. Und es gibt in den frühen Pali-Texten sehr schöne Bilder, in denen das beschrieben wird. There's one passage where Mara is trying to interfere with the Buddha. Es gibt einen Text, in dem Mara versucht, mit dem Buddha sich einzumischen. But he can't succeed, so he withdraws, and then you hear him thinking to himself. Aber es gelingt ihm nicht und er geht zur Seite und man hört gewissermaßen, wie er mit sich selber spricht oder denkt.
And he says, for 7 years now I've been following the Buddha. Und er sagt, nun bin ich 7 Jahre lang dem Buddha hinterhergegangen. But I've never been able to get inside the mindful one's mind. Aber es ist mir nie gelungen, in den Geist des Achtsamen hinein zu gelangen. He says, I feel like a crow Ich fühle mich wie eine Krähe, that was circling over a piece of food on the ground. Die um ein Stück Nahrung auf dem Boden herum kreist. And the crow thought, oh, there's something tasty to eat. Und die Krähe denkt, da ist was Leckeres. So it dives down onto the ground. Und taucht gewissermaßen zum Boden ab. And then it strikes the food with its beak. Und berührt die Nahrung mit dem Schnabel. Only to discover that it's actually a piece of stone. Und entdeckt, dass es ein Stein ist. And then the crow flies away in disgust. Und dann fliegt die Krähe in Abscheu oder Enttäuschung weg. And then Mara says, and that is how I feel about Gautama. I am weary of this. Und Mara sagt, so fühle ich mich in Bezug auf Gautama. Ich bin es so leid. So in other words, this overcoming of Mara, or the way we let go of what arises, Anders gesagt, also diese Überwindung von Mara oder dieses Loslassen dessen, was entsteht, requires cultivating a mindful attention and presence which doesn't give any foothold for attachment or fear to take root. es verlangt das Kultivieren einer Achtsamkeit und einer Aufmerksamkeit, die keinerlei Standpunkt gewissermaßen Standfläche für das Entstehen von Gier und so weiter gibt, so dass sie sich da verwurzeln könnte. But what we see very clearly in this example is that after the Enlightenment, the Mara-type things are still happening to the Buddha, but the Buddha has become impervious to them. Was wir also klar sehen können, ist, dass auch nach dem Erwachen, nach der Erleuchtung, diese Mara-ähnlichen Dinge dem Buddha weiterhin widerfahren, aber er ist gewissermaßen He's become somehow unnahbar oder immun dagegen. Immune would be good. Yeah. Now again, this doesn't just refer to the Buddha in some distant past, this sort of quasi-perfect person. Aber das bezieht sich natürlich nicht auf irgendeinen Buddha in der Vergangenheit, But it refers to us each time, in each moment of our lives. sondern es betrifft uns in jedem Moment unseres Lebens. And in particular, when we sit and do mindful meditation, basically this is what we're working with. Und ganz besonders, wenn wir in achtsamer Meditation sitzen, dann ist es das, womit wir arbeiten. So in other words, we probably have had the experience in meditation that sometimes we just can't get any kind of handle or control over what's going on in our mind. Wahrscheinlich haben wir alle die Erfahrung in der Meditation gehabt, dass manchmal zumindest, dass wir überhaupt keinerlei Kontrolle oder Macht über das gewinnen können, was da in unserem Geist alles geschieht. And after 30 minutes we say to ourselves, well, that was a terrible meditation. Und nach 30 Minuten sagen wir vielleicht uns selber, oh, das war eine fürchterliche Meditation. I couldn't stay concentrated for more than 2 seconds. My mind was filled with the most ghastly fantasies. I'm a terrible meditator. Es war mir nicht gelungen, auch nur 30 Sekunden lang gesammelt zu bleiben. Mein Geist war mit den fürchterlichsten, grässlichsten Fantasien erfüllt, die ich lieber nicht erzähle. But then the next time we sit, let's say a couple of hours later, we find